Testen, Impfen, Maske tragen. All diese Corona-Maßnahmen führen zu Auseinandersetzungen mit geschätzten oder sogar geliebten Menschen, die anderer Meinung sind. Vielleicht wissen Sie aus eigener Erfahrung, wie schnell solche Gespräche aus dem Ruder laufen. Habe ich selbst auch erfahren, in unmittelbarer Nähe. Und für mich ist das einfach so, dass ich beschlossen habe, da nichts mehr zu sagen, weil ich da nicht weiterkomme. Im Freundeskreis, wo ich versuche, die Kontakte zurückzuhalten, damit ich nicht aus der Haut fahre. Konflikte über das angemessene Verhalten in der Pandemie können Familien entzweien und Freundschaften zerstören. Einer repräsentativen Forsa-Umfrage zufolge sind 71% der Bundesbürger wegen Corona schon einmal mit Verwandten oder Bekannten in Streit geraten. 56% sogar mehrfach. Dabei fühle ich mich ganz unwohl. Die ganz andere Seite von jemandem plötzlich so über 2 Jahre erlebt, die man vorher nicht kannte. Es ist wahrscheinlich ein generelles Problem heutzutage, Argumente normal auszutauschen in einer ruhigen Art und Weise und man braust gleich auf. Chats und Videos auf Telegram, Montagsspaziergänge. Nicht immer harmlos, was da passiert. Zu beobachten sind Anfeindungen gegenüber der Polizei, der Presse sowie Einschüchterungsversuche gegenüber Politikern. Zudem gibt es Vergleiche der Demonstrierenden mit den Verfolgten des Holocaust. Radikalisiert und spaltet die Pandemie unsere Gesellschaft? Ernst-Dieter Lantermann war Professor für Sozialpsychologie an der Uni Kassel. Er forscht schon lange zum Umgang mit gesellschaftlichen Konfliktthemen. Welche Emotionen führen zu Radikalisierung? Der Hass ist gespeist aus Gefühlen von missachtet werden, von nicht zugehörig fühlen, sich ausgeschlossen fühlen, sich als Verlierer fühlen, auch Angst, also Angst, Zorn und dann eben leider entwickelt sich daraus schon mal ein unbändiger Hass. Sein Buch »Die radikalisierte Gesellschaft«, erschienen 2016, könnte aktueller nicht sein. Also dieses negative Grundgrollen, was heute so viele Leute umwirft und auf die Straßen wirft, ist keine neue Erscheinung. So mit der Globalisierung, wie sich die Eliten gegenüber den Anführungsstrichen einfachen Menschen oftmals verhalten, ein bisschen arrogant, haben sich viele Leute in eine Ecke zurückgezogen. Aber jetzt, in den Corona-Zeiten, da verwandelt sich dieses Grundgrollen in ganz konkrete Orientierung, in ganz konkrete Gefühle, die sich gegen etwas richten. Also gegen den Staat, gegen die Elite, gegen die Medien, gegen die Nachbarn. Wissenschaftliche Fakten, Daten, konkrete Zahlen, bringen Sie was im Gespräch mit Nachbarn oder Freunden? Also wenn jemand, so wie das so schön heißt, quer denkt, dann ist das einfach eine Mauer, die da aufgebaut wird. Und da helfen Fakten auch nicht. Also die Argumente auch nicht, die man da hat. Ne? Also es ist total blöd. Also dass es eine Diskussionskultur da gibt, dass man sich darüber unterhalten kann, das habe ich eigentlich nicht festgestellt. Jeder hat seine vorgefestigte Meinung. Und der Experte weiß auch, warum. Fakten sind Fakten und sie werden aber im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger erst durch eine Interpretation, durch ihre Wahrnehmung der sogenannten Fakten zu Fakten oder eben heutzutage zu Fake News. Das Hauptargument oder das Hauptziel unseres Denkens ist in der Regel, so blöde wie es vielleicht klingen mag, dass wir uns wohlfühlen. Mit Fakten überzeugen kommt beim Gegenüber nicht an. Und dann? Das finde ich also ganz schwierig, das weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich will jetzt nicht sagen als die Vernünftigeren, aber wir sind ein bisschen auch in der Pflicht, da eine Brücke zu bauen, dass wir die Chance haben, Anteil zu nehmen und dann zu sagen, okay, das ist so und vielleicht Schwamm drüber, es wird wieder normal. Das wäre so mein Wunsch. Also gar nicht diskutieren? Nein, bitte sprechen Sie das Thema nicht an. Versuchen Sie, dieses Thema zu umgehen. Versuchen Sie stattdessen zum Beispiel an wunderbare Erlebnisse anzuknüpfen, dass dieses Gegenüber sich trotz aller krass unterschiedlicher Auffassungen noch zugehörig fühlen kann, noch als Mensch wertgeschätzt bleibt. Und sobald man das angreift, zum Beispiel über, ja, was redest du denn da überhaupt, ist doch alles falsch, das ist Schluss, das ist absolut Schluss, da kann man nicht mehr reden.
Da haben wir jetzt also einen ganz konkreten Tipp. Das Thema Corona einfach ruhen lassen und Gemeinsamkeiten suchen. Den gebe ich mal weiter an Professor Roland Imhoff. Er ist Sozial- und Rechtspsychologe an der Uni Mainz. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, gehen Sie damit? Corona einfach mal ruhen lassen? Ich glaube, das ist zumindest eine Option. Also niemand von uns sollte sich verpflichtet fühlen, hier so eine Aufklärungsarbeit zu leisten und Menschen, die sich vielleicht das Querdenken angewöhnt haben, wieder zurückzuholen zu Mainstream-Diskursen. Das kann man sicherlich machen. Alleine, es ändert natürlich nichts. Ja, wir haben, der Kollege hat das eben Grundrollen genannt. Ich würde das eher aus seiner Überzeugungsschiene interpretieren, dass wir unterschiedliche Weltbilder schon vor der Pandemie hatten, die jetzt eben in der Pandemie nach oben gespült wurden, und die werden uns auch weiter begleiten. Also wir können uns durchaus auch damit auseinandersetzen und Meinungen darüber austauschen. Das würde ich nicht, wie der Kollege das eben gemacht hat, a priori abstreiten, dass das sinnvoll ist. Sie sagen ja interessanterweise, dass Sie keinen verstärkten Hang zu Verschwörungsmythen in der Pandemie ausgemacht haben. Das haben ja viele ganz anders erlebt. Ja, also es gibt eine Reihe von sozialwissenschaftlichen Studien aus den USA, aus Deutschland und anderen Ländern, die keinen Hinweis auf eine Zunahme zu verschwörungstheoretischen Weltbildern während der Pandemie geben, obwohl man das theoretisch hätte erwarten können in so einer Situation von reduzierter Kontrolle über das eigene Leben. Aber das finden wir tatsächlich nicht. Viele Menschen haben das Gefühl, das steht im Widerspruch zu dem, was sie tagtäglich auf der Straße und in den Medien sehen. Genau. Mit sogenannten Spaziergängen. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen Widerspruch aufzulösen. Die eine Möglichkeit ist, dass es ein mediales Aufmerksamkeitsproblem ist, eine mediale Optik, durch die wir auf die Welt schauen, die dieses Thema auserkoren hat. Das muss aber nicht so sein. Man kann auch einfach sagen, es gab diese durchaus vielen Menschen, die verschwörungstheoretischen Weltbildern nicht abgeneigt sind, einfach schon immer. Wissenschaftsfeindlichkeit und Ablehnung von Big Pharma und dem sogenannten Mainstream. Nur vor der Pandemie hat uns das keinerlei Handlungszwang auferlegt. Ja? Wir haben unseren Mondscheinkäse, unser Demeter-Gemüse gekauft und wenn das Kind krank war, Globuli gegeben. Da musste niemand sich darüber auseinandersetzen. Das war eine persönliche Entscheidung. In der Pandemie ist die Frage von sich impfen lassen, Maske tragen, Abstand halten, auf Kontakte verzichten, keine persönliche, private Frage mehr, sondern musste öffentlich verhandelt und gerechtfertigt werden. Also es ist plötzlich eine politische Frage geworden und das hat die Leute auf die Straße getrieben. Nach der Krise ist vor der Krise. Was haben wir gelernt und was sollten wir bei der nächsten Krise, die ja im Grunde schon da ist, besser machen? Ja, also ich meine, wir haben eine ganze Reihe gelernt, glaube ich. Also unter anderem ist zumindest meine Wahrnehmung, hat Politik sich sehr viel stärker und zunehmend über die Krise hinweg darauf verlassen, die wissenschaftliche Expertise, die es ja im Land gibt, tatsächlich auch zur Rate zu ziehen für Politikentscheidungen. Ja, und das ist jetzt mit dem Expertinnenrat der neuen Bundesregierung nochmal deutlich besser institutionalisiert und vor allem kommen da jetzt auch VerhaltensforscherInnen vor mit Cornelia Beetsch und Ralf Hertwig. Das heißt nicht nur MedizinerInnen, die viel über den Virus wissen, sondern auch Menschen, die dazu forschen, wie man die Bevölkerung mitnehmen kann, welche Art von Kommunikation hilfreich ist, um besonders viele Menschen zu erreichen und wo vielleicht gerade Spannungsfelder auftreten in gesellschaftlichen Umfragen. Und das ist, glaube ich, eine Lehre, die wir uns beibehalten sollten. Aber ich glaube, wir haben auch nicht zuletzt tatsächlich durch diese Verunsicherung eine Menge gelernt als Gesellschaft, was uns eigentlich vielleicht ausmacht. Ja, manchmal muss man sich ja verunsichern, um anschließend sich wieder zu versichern. Und ich glaube, dass die allermeisten Menschen gemerkt haben, wie hilfreich und sinnvoll evidenzbasierte Medizin und wissenschaftliches Forschen an Lösungen ist. Ich hoffe, dass Sie recht haben. Ganz herzlichen Dank, Professor Imhoff. Danke Ihnen. Tschüss. Guten Abend.